Schaurige Altweibernächte, das Halloween-Event im Erlebnispark Tripsdrill. Für uns das erste Mal und das Event hat auf jeden Fall einen verdammt guten Ruf und ich bin sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Die Leute haben richtig Bock und wie sehr die Bock haben, seht ihr jetzt und das ganze Event zeigen wir euch natürlich jetzt auch hier in diesem Video. Let's go! Der Erlebnispark Tripsdrill ist weltweit einer der schönsten Freizeitparks, die es so gibt und hat ein verdammt gutes Attraktionsportfolio. Das könnt ihr hier auch erleben. Nicht komplett bei den Schaurigen Altweibernächten, dafür müsst ihr zum normalen Parkbetrieb hier hinkommen. Und bei den Schaurigen Altweibernächten könnt ihr die Holzachterbahn Mammut fahren. Ihr könnt die Überkopfachterbahn Karacho fahren oder, wenn es ein bisschen gediegener sein soll, das Karussell Heißer Ofen. Es gibt auch noch eine Fontänenshow und Schwurf bei Nacht ist hier auf der großen Wiese, die so ein Eventfläche ist, da ist schon der DJ, der sich bereit macht und hier wird dann sogar bis Mitternacht noch gefeiert. Das Event startet um 18:15 Uhr mit Einlass und der Gastronomie. Ab 18:30 Uhr startet das Event richtig, geht bis 22:30 Uhr und sehr gut. Da haben wir schon mit anderen Parks besprochen, dass es eine super gute Idee ist. Es wird so ein bisschen After Hour, ein bisschen noch Musik, was trinken, zusammenstehen, um den Abreiseverkehr zu entzerren, dass nicht alle gleichzeitig um 22:30 Uhr rausstürmen. Das könnt ihr also dann hier auch noch machen. Super viel extra Stände auf. Es sind Walking Acts auf der Straße unterwegs. Es ist schon ein bisschen neblig geworden. Wenn der Park normal geöffnet hat, dann wird man hier im Park gesammelt. Außer an den Freitagen, wie wir heute da sind, da hat der Park nämlich nur bis 17 Uhr auf. Da ist einmal quasi aus dem Park alle raus und dann geht's wieder rein. Und ich bin eine Sau, denn ich habe die gesenkte Sau vergessen. Wo ist Dirk Auer, wenn den mal einer braucht, um mir zu sagen, Jung, meine Achterbahn. Gesenkte Sau, Bobsled Coaster, Familienachterbahn, könnt ihr natürlich auffahren. Entschuldigung, ich stehe genau davor. Ich dachte, das seht ihr. Es gibt ja auch noch die Badewannenfahrt zum Jungbrunnen, die Wildwasserbahn, die ist nicht geöffnet, aber mit allen Wassern gewaschen ist das erste Maze, was wir machen. Die Mazes hier sind übrigens auch temporär und jetzt gehen wir rein und das wird das erste Tripsdrill Maze, was wir machen, weil wir gerade hier vorbeigekommen sind. Ich bin sehr gespannt. Holla die Waldfee, was ist denn das hier? Also thematisch ist die Maze auch komplett geht es um den Jungbrunnen und wir gehen halt ins Badehaus und dann setzen wir uns kurz in der Umkleide hin, es gibt eine Radiodurchsage und man hat den Jungbrunnen wirklich gefunden, ihn gibt es wirklich, aber es ist nicht so, wie wir gedacht haben und dann startet halt das Maze und wir laufen durch und das ist ein Zelt, was hier temporär aufgebaut ist und man sieht es nicht, das sieht von innen nicht aus wie ein temporäres Maze. Wir waren in der Sauna. Wie geil war das bitte? Wie unfassbar gut sind die Masken bzw. ist das Make-up von den Darstellern, die da drin sind. Cooles Gers. Auf jeden Fall die Leute, die hier rauskommen, sind alle fertig mit den Nerven. Das ist sehr unterhaltsam. Stark, richtig stark. Also ich habe jetzt nach den letzten Mazes, die wir so gemacht haben, vor allem die temporär waren, gedacht, okay, mal gucken, was kommt. Das ist richtig stark, also vor allem für die wenigen Eventtage ist das echt extrem gut, was hier gemacht wird beim ersten Maze. Mal gucken, wo wir jetzt hingehen, das weiß ich nämlich noch nicht. Dieses Jahr neu die Klapsmühle und ja, ein Sanatorium oder eine Klinik, wo alle ein bisschen verrückt sind, glaube ich, dass das auf uns zukommt. Da gehen wir jetzt rein. Klapsmühle ist ja, also ich kenne es noch aus meiner Jugend, das ist ein umgangssprachliches Wort für eine Psychiatrie, was man eigentlich ja nicht benutzen darf und das ist so passend zu Tripsdrill und Halloween. Es ist so naheliegend, dass es eigentlich erschreckend ist, dass es jetzt erst die neue Maze ist, wenn es das schon 10 Jahre hier gibt, die Schaurigen Altweibernächte, die übrigens so einen krassen Aufwand hier betreiben für 4 Veranstaltungstage.
Ja, oder die Waldfee. Also ihr habt es wahrscheinlich gerade schon gemerkt, ne? Wir können euch nichts von drin zeigen. Dafür müsst ihr leider, also nicht leider, aber dafür müsst ihr hinkommen, um die Maces von innen zu sehen. Aber was war das denn bitte jetzt schon wieder? Die haben auf jeden Fall einen richtig am Föhn, die da drin unterwegs sind. Ob es jetzt der große Gemeinschaftsraum mit den Betten ist oder ob es der Kollege mit der Zwangsjacke ist, der einfach vor die Wand rennt und einen halb abschlägt. Echt crazy. Also die Leute, die hier rauskommen, die sind auch komplett alle abgeholt. Bei uns in der Gruppe, also nicht bei uns in der Gruppe, sondern die Gruppe davor, das war ein bisschen schade, da haben 2 ihre kleinen Kinder mit reingeschleppt. Unverantwortlich meiner Meinung nach, aber ich habe ja auch keine Kinder, deswegen darf ich das ja nicht beurteilen, ob das so gut für die ist. Aber die haben es natürlich nicht weitergetraut die ganze Zeit, dann sind wir immer aufgelaufen. Das ist dann halt immer ein bisschen doof für die Experience. Aber viel Laufweg, verschiedene Scares, sehr gute Scares, gute Gestaltung. Und auch wieder hier, du merkst nicht, dass du in einem Zelt unterwegs bist, sondern du bist in richtigen gestalteten Räumen unterwegs. Krass, Wahnsinn. Also vor allem, ja, neuestes Maze, du musst dich ja auch irgendwie steigern und das ist echt sehr, 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 sehr gut. Hat uns voll überzeugt. So, jetzt ist aber hier mal Endstation, Leute. Wir waren in Endstation. Geile Idee, ein Eisenbahn-Maze und man geht in ein, ja, weiß ich nicht, das ist auch so ein bisschen, eigentlich läuft man nur durch den Zug und irgendwann läuft man doch über Gleise. Speisewagen dabei, alles dabei, coole Scares, cool verwinkelt. Wir wurden jetzt so nicht gescared, aber wir sind halt auch instant wieder aufgelaufen, diesmal ohne kleine Kinder vorne mit dabei. Und jedes Mal, wenn man dann irgendwie so ganz langsam jetzt schleicht, damit wir vielleicht noch ein bisschen Abstand kriegen, schneller, schneller, schneller. Also warum kriegen wir das die ganze Zeit gesagt und nicht die Gruppe vor uns? Also irgendwo hakt's da. Aber ansonsten auch wieder super krasse Gestaltung, sehr immersiv gestaltet. Ja, vielleicht nicht so offensichtlich vorhersehbare Scares, die uns jetzt nicht gekriegt haben, aber die vor uns und nach uns sind auf jeden Fall viele durch die Gegend. Uschi ist auch durch die Gegend gehüpft, okay, nicht? Aber erschreckt. Erschreckt hast du dich, okay. Erschreckt wurde sich da trotzdem. Cooles Ding. Aber ja, ich glaube jetzt nach den beiden, die so stark waren, war das jetzt schwierig zu glänzen als Endstation. Deswegen gehen wir jetzt ins 4. Maze hier bei den schaurigen Altweibernächten. Viertes Maze, unter die Haut, und man möchte quasi auch unsere Haut haben und das Ganze geht hier unter die Haut. Indoor Maze, und zwar in der Warteschlange vom Waschzuber-Rafting. Wenn ihr schon mal im Erlebnispark Tripsdrill wart, was ich ja schwer für euch hoffe, und das Waschzuber-Rafting gemacht habt, dann kennt ihr die Warteschlange. Und da ist quasi, ja, da sind die Puppen los und ja, die Puppen wollen auch unsere Haut oder unter unserer Haut und sind ein bisschen verflucht. Und ja, Puppen ist, glaube ich, auch oft sehr gut, also ein dankbares Thema, um es gruselig zu machen. Und sehr coole Maze, coole Scares, und man wird erst begrüßt mit ein bisschen Live-Acting, und es sind halt auch wirklich Scares dabei, die man sonst nicht so kennt und die echt sehr, sehr, sehr gut eingesetzt waren. Und auch wieder hier, wie in allen anderen, extrem gute Kostüme, Make-up, Masken, also die Darsteller sind gut und alle Maces sind unglaublich gut bespielt und nicht einfach alles plump und einfach nur anschreien und irgendwo gegenschlagen. Natürlich gibt es diese Elemente auch, sondern individuell, unterschiedlich und auch bei den Maces unterschiedlich zu den Themen passend. Das vielleicht auch schon mal als kleines Fazit, aber wir sind noch nicht ganz durch, denn wir gucken uns jetzt auch noch mal den Platz an, den ich eben eingangs erwähnt habe, wo heute Abend ja auch noch ein bisschen Partystimmung ist. Oder vielleicht fährt man auch noch mal die eine oder andere Attraktion im Dunkeln. Das ist ja auch was Besonderes.
Wahnsinns-Event hier im Erlebnispark Tripsdrill, die schaurigen Altweibernächte. Schande, dass wir das vorher noch nie auf die Kette gekriegt haben, aber auch nochmal vielleicht zur Erklärung. Halloween-Events, wie hier, gibt es 4 dann in der Season und ja, überall sind viele Events mit wenig Eventtagen und die schaurigen Altweibernächte sind auf jeden Fall ein Event. Das ist nämlich hier ein kleiner Bereich, nur im Park, der komplett nur dann dafür da ist und abends geöffnet ist. Die Maces sind der Wahnsinn, wirklich richtig, richtig stark, sehen gut aus, sind sehr gut bespielt, die Darsteller sehen sehr gut aus. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist es eigentlich selbstverständlich, dass natürlich Sound und Musik passend immer dann dazu sind, wo es gerade passiert, so wie auch Smellpots, die eingesetzt werden, damit du exakt die Gerüche hast. Die Leichenhalle, da ist schon länger die Kühlung ausgefallen, so wie es da drin riecht. Und der ein oder andere ist dann gar nicht mehr so tot oder viel untoter, als man sich das vorstellen kann. Und ja, einfach dieses Gesamtpaket hier, das ist einfach ein super rundes Ding. Es ist nicht der ganze Park geöffnet und das verläuft sich dann nicht so krass, sondern du hast es gebündelt hier auf dem Bereich und gebündelt mit den Attraktionen, die man hier fahren kann. Und darauf konzentriert sich das Ganze. Also schaurige Altweibernächte im Erlebnispark Tripsdrill, maximalste Empfehlung von uns, hat das Ride Review Prädikat machen bekommen. Und wenn ihr schon hier wart, gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn ihr das Video jetzt gesehen habt, das ihr noch nicht kanntet, das würde mich auch interessieren. Und was haltet ihr jetzt davon und habt ihr Bock, hier auch mal hinzukommen? Finde ich total spannend und interessant, was ihr davon haltet.